Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück bei Dark 4. Wir haben The Porcelain Doll besiegt, die liebe kleine Emily. Da sollten wir berichten gehen im Dorf. Ansonsten glaube ich, weiß ich nicht, ob wir hier noch irgendwas machen können. Das ist nach wie vor verschlossen. Da haben wir auch nichts, was wir benutzen können. Vielleicht einen Stock hier. Das funktioniert nicht. Können wir den Stock vielleicht an dieser Uhr hier benutzen? Auch das funktioniert nicht. Gehen wir nochmal nach oben. Aber soweit nichts mehr. Gut, dann gehen wir halt. Wenn die uns hier nicht mehr wollen. Ach, schön erleuchtet das Haus. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Sehr nett. Ja, gehen wir mal zurück ins Dorf. Die werden sicherlich begeistert sein, dass wir dieses Spukhaus doch leergeräumt haben. Emily is finally at peace. He just stares at you for a moment and says nothing for a while before finally speaking up. So, you defeated the porcelain doll? You tell him about the events at the plantation house. His eyes slowly well up as he realizes what has happened. He looks up at you and begins nodding as a tear streams down his eyes. Aww. I never really accepted my little girl as a monster. Since she disappeared, I lied to myself in false hope that my baby was out there waiting to be rescued. But in my heart I knew the real truth and I couldn't face the idea of going out there and ending her, no matter how many people she killed. Thank you for putting her to rest and bringing peace to her soul. I'll always be grateful to you for that. Ja. Zumindest ist er nicht sauer auf uns. Das hätte natürlich auch passieren können. Immerhin haben wir ja sein kleines Mädchen umgebracht. Da erzählt man natürlich auch Sima von. The porcelain doll is no more. Emily's soul is at peace. Goddess be praised. I'm so glad you have made it out there alive. You have done this town a great service. You have also done a great service to Olaf. Now, will you help me find out why I am here? Tell me, how did you arrive here? You explain how you woke up in the log cabin with absolutely no recollection of how you got there. You want to know what I believe? I think you are here for a reason. Call it fate if you like. From what I know, the log cabin you mentioned belonged to a powerful black magician who is no longer with us. I don't know his name and where his body lies, but I do know this land has a history of such people. I'm certain the nightmares and demons that plague this land are of their doing. Perhaps you are here to undo their work? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Warum stellt sie mir die Fragen? Ich stelle ihr die Fragen. Ich hätte gerne Antworten. Where would I find out more about this black magician? Seek out the Diane living in the mountains. She is an old witch who is very knowledge in magic. She also knows a lot about the past inhabitants of this land. It would be wise to speak with her regarding these matters. However, finding her will not be easy. The path to her cave is extremely dangerous and only those who know the safe route can reach her. The witch has hidden herself well as she does not like visitors. Na toll, und dann gehen wir dahin. Tolle Empfehlung, jemanden zu besuchen, der keine Besucher mag. There was once a map that showed the safe path to her cave, but the last I heard, the owner of the map tore it into several pieces to prevent anyone reaching her. If you can find the 4 map pieces plus a map base piece and assemble them correctly, you'll be able to visit her. Where do I begin my search for the map pieces? Well, let me tell you this. Magicians, sages and witches are well knowledge about others like them. The man who owned the plantation house where you met the porcelain doll was not only well knowledge in science and medicine, but also a scholar in the dark arts. His name was Dr. Eli. He's buried northwest of here in an unmarked grave. If you want to find the map pieces, perhaps you should begin your search there. Ich buddel den nicht aus. One more thing before you go. There exists an old tree. Pardon. And near here known as the Tree of Life. A local legend claims the tree can magically heal all your wounds with one touch. Das wäre praktisch. Although there is no evidence to support such claims, it might be worth looking into.
If the legend is true, it may be of great use to you. Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass das hier ab sofort alles für mich Neuland ist? Soweit habe ich auch noch nicht gespielt. Wie gesagt, der Porcelain Doll, Emmy habe ich schon mal erledigt. Aber das hier, was jetzt alles passiert, ist neu. Ich weiß jetzt auch nicht, was kommt. Ich weiß auch nicht, wann der nächste Jumpscare kommt. Da freue ich mich auch schon drauf. Ne, das braucht man nicht mehr über das Grab. Das hat sie uns ja schon erzählt. Hat sie denn schon neue Potions? Yes, I have the medium-sized ones now. They will restore more health than the smaller ones you are used to. Ja, dann, zeig mal, was wollt's denn dafür haben? 70 und restored 150. Ist okay, aber 150 HP haben wir ja noch nicht. Gehen wir mal zu Ivan rüber, vielleicht hat der was Neues im Angebot. Sorry, there's no new armor available. Schade. Hat Olaf noch irgendwas? Was war denn das gerade für ein Gesicht dort am Brunnen? Ist dort jemand Neues am Brunnen? Hallo? Okay. Hello there, who are you? He slowly looks up at you before speaking. Gunter am I. My name is Gunter, and I'm also called Gunter. Okay. This must be the village idiot. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Könnte auch der Bürgermeister sein, man weiß es nicht. Okay, can you tell me who the man in the photograph is? First answer Gunther's riddle. Okay, dann schieß mal los. Then Gunter answers question. Here is riddle. I have no eyes, but I can see. I am round, squishy and stuck inside a skull. What am I? Ja, ein Auge. An eyeball? Yes. You very clever. Gunter answers question now. Okay, you show Gunter photo. Ja, aber nicht ausflippen oder sowas. You show him the photograph, which he looks over carefully. Suddenly his eyes widen as he quickly hands it back to you. Batman! Batman! Okay. Man in photo, Batman. Him black magician. Do bad things to people. Gunter like you. Here, Gunter give you present. Let's go fishing, okay. He pulls out a small fishing rod and hands it to you. Now you can catch fish in pond or lake. You catch fish, then sell to Gunter. Gunter give you money for fish. You can now catch fish. You can see how many fish you've caught via the option screen. Okay, jetzt kommt auch noch Angeln dazu. Ja, okay, habe ich kein Problem mit. Alles, was wir zu Geld verarbeiten können, null Probleme. Können wir denn sonst irgendwas zeigen? Ich zeige dir mal lieber keine Streichhölzer, dann fackelt der wahrscheinlich das Dorf ab. Keine gute Idee. Oh, wir können hier angeln. Was ist das? It's a rusty metal panel which someone has left stuck in the ground. For what reason or purpose, you have no idea. You carefully grab hold of the metal panel, gently pull it out of the soil and carry it with you. Was haben wir hier? Können wir das auch mitnehmen? It's some reeds which have long since died, dried and hardened in the sun. You pick up the dried reeds and carry them with you. You decide to test out your new fishing rod by casting it into the village pond. You somehow manage to hook a small glass object which you carefully pull out of the water. Upon closer inspection, you see it's a glass bottle with a paper scroll inside. Sowas aber auch. Da möchte ich dann mal erstmal schauen, was da drin ist. It's a glass bottle with a rolled up piece of paper inside. Try as you might, there is no way you can get inside without breaking it. It might worth smashing it against something made of bricks. Okay, also vor irgendeiner Mauer werfen. Kann das auch nicht irgendwie mit dem Metallteil hier kaputt machen? Nein. Ja, dann lass uns mal fischen. Ein Schrimp gefangen. Mal schon gespannt, wie viel Kohle das gibt, so ein Schrimp. Der Gunter. Bornfischerman. Okay, also ist ein weiterer Weg, Geld zu verdienen. Meinetwegen. Fisch verkaufen. Das lohnt sich jetzt aber nicht gerade.
Naja gut, aber immerhin ein weiterer Weg, Geld zu verdienen. Das ist okay. Das ist okay. Sonst noch irgendwas, was wir hier im Dorf machen können? Kann ich die Flasche hier eventuell... Ne, Moment. Ins Dorf bitte. Ins Dorf. Ich kann hier gar nicht auf mein Inventory zugreifen. Dann würde ich sagen... Gehen wir weiter. Wir haben 3 neue Orte. Das ist eine Menge. Also gehen wir nochmal ins Dorf zurück. Ist doof, dass man immer erst in ein Haus rein muss, um... are you sure you want to save over? Yes. Um ins Optionsmenü reinzukommen. Ist ein bisschen blöde. Aber na gut. Ja, wo soll man denn zuerst hingehen? Ich habe keine Ahnung. Hier die goldene Mitte, das ist auch gar nicht so weit weg. Vielleicht ist ja auch hier das Grab, was sie meinte. Wer weiß das schon. Hoffentlich müssen wir nicht wieder kämpfen. Naja, sieht nicht so aus. Ach, da ist das Grab. Okay. Sieht erst einmal alles ziemlich ruhig aus. A large unmarked gravestone sits alone in the clearing. As to whose grave it is, you can only guess. It's the one Seema told you about, which belongs to Dr. Eli. The soil on the grave looks different to the rest of the clearing and has very little grass growing on it. Also frisch angelegt, das Grab, mehr oder weniger. Although the grave appears to be a few years old, the soil looks like it was recently disturbed. Vielleicht doch nicht frisch angelegt, sondern frisch ausgegraben und wieder eingebuddelt. Also hier, Zombie oder so, man weiß es nicht. Ja, was nun? Können wir das hier als Schaufel benutzen? Nein. Kann ich... Moment mal, das kann man doch bestimmt mit dem Stock hier kombinieren, oder? In an attempt to create a makeshift shovel, you combine the panel with the stick. It's weak and not very useful. Perhaps you need some glue to help bind it properly. Ja, dann nehmen wir nochmal das hier. Den Waldgeist. Ne, wie hieß er nochmal? Tree Demon. You strengthen your custom-made shovel with the tar. That's better. Ja, das hätte sich der Waldgeist, der Tree Demon, auch nicht gedacht, dass er mal als Schaufel endet. You begin the painstaking, laborious task of digging the grave. Deeper and deeper you dig until your shovel hits a large wooden box. You clear the dirt from the top of the box, just as you suspect it turns out to be a coffin. The coffin lid has tiny holes where the nails should be. You try opening the coffin, but the lid has been somehow forcefully jammed into the box and has sealed it shut. There is no way you are going to open this with the bare hands. Also brauchen wir wieder irgendein Hilfsmittel. You ram your shovel into the lid of the coffin and attempt to pry it open. After a lot of effort, you finally pry open the lid and find absolutely nothing inside. All that effort for nothing. Plus you broke your shovel in the process. You are startled by the hideous zombie-like creature that suddenly appears in front of you. Carefully, judging from the way he is glaring at you, he doesn't look too friendly. Naja, das kann man wohl sagen. Worthless maggot. Who dare disturb my slumber? Be gone, or pay with your soul. You can only conclude this is Dr. Eli, the man you have been searching for. Although, being honest, you weren't really expecting him to be up and about. Okay. Ich zeig mal... Naja, Moment mal. Erstmal anklicken. Dr. Eli takes an aggressive stance. You realize you have no choice in the matter but to defend yourself as you draw your blade. Die, worthless maggot. Ich wollte eigentlich nur mit ihm reden. Das ist wieder toll. 120 HP, okay, das sollte machbar sein. Das war bei 100%. Und er vermisst. Mist, haut daneben. Das ist gut. Ich will ihn eigentlich gar nicht töten. Oder nochmal töten, wie auch immer. Na, jetzt muss ich ihn aber erledigen. Und 100 Gold bekommen, okay. Dr. Eli falls and crumbles into dust as he hits the ground. As he falls, he drops something shiny near the gravestone. New weapons and armored clothing have been unlocked. Cool.
You look at the silver object Dr. Eli dropped. Upon closer inspection you noted it's a small silver key. You reach down and pick up the key. Der Schlüssel passt doch bestimmt hier hinten im Haus. Ich gehe aber erst einmal ins Dorf und gucke, was es Neues gibt. Es gibt ja eine neue Rüstung. Upgrade Armor. Fur Armor Level 2. Dafür brauche ich was ist das ja nochmal, ein Deer und ein Elch. Ein Deer und ein Elch. Oh, Deer. Dann gehen wir mal jagen.